Hallo bei Hennenglück im Biogarten. Nachdem jetzt schon mehrere gefragt haben, wie unsere neuen Hühner dann jetzt heißen, kommt jetzt ein kleines Update von den Hühnern. Ich möchte allen, die mit Kommentaren dazu beigetragen haben, dass wir den Namen besser finden können, danken. Es sind viele nette, lustige, lobende und auch kritische Kommentare gekommen. Danke dafür. Für die Namensgebung haben wir sehr lange gebraucht und das liegt an besonderen Umständen, die dazugekommen sind, von denen ich gleich erzählen werde. Eigentlich wollte ich die Namen für die Hühner ja aus allen Kommentaren einfach auslosen, denn es sind ja so viele tolle Vorschläge gekommen. Aber da hatte ich die Rechnung ohne meine Kinder gemacht, denn die haben sich sofort eingemischt und haben bestimmte Namen ausgeschlossen, andere bevorzugt und ganz eigene und kreative Vorschläge dazugegeben. Da kamen von den Jungs solche Sachen wie Anita Wurm. Die Mädchen hatten eher blumige Ideen und am Ende haben wir uns dann darauf zusammen geeinigt, wie wir sie heißen werden. Ich werde nachher die Namen verkünden und auch die Kanäle, denen wir sie zu verdanken haben. Also bleibt dran. Zuerst muss ich euch aber andere Neuigkeiten erzählen. Das sind traurige Neuigkeiten. Wir haben euch ja im Video über die Eingewöhnung der Hühner 5 neue Hühner vorgestellt. Und sie haben sich auch ganz wunderbar eingewöhnt. Das war alles sehr, sehr gut gelungen. Aber einige Tage nachdem das Video dann online gegangen ist, ist uns bei der gesperberten Henne aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Sie hat sich komisch benommen, sie war blass, sie hat krank gewirkt. Ja. Au! Und da haben wir natürlich zuerst einmal unser Programm für kranke Hühner abgespult, um herauszufinden, was hier los war. Denn irgendwas hat ganz gewaltig nicht gestimmt. Ja, und das ist ja auch so, das muss man auch wissen, wenn man Hühner haben möchte, wenn man neu beginnt mit der Hühnerhaltung oder eine Hühnerzucht möchte, man muss sich auch mit kranken Tieren auseinandersetzen. Tiere werden oft ganz plötzlich krank. Tiere können sich auch verletzen. Zum Beispiel die eine hier, die Bruna, wo ist sie denn? Gehen wir mal. Steckt sich da hinten. Die Bruna, vor ein paar Tagen hat mein Mann die Hühner gefüttert und festgestellt, dass die eine nicht laufen kann. Was hat die denn? Was hat die denn? Plötzlich hat er gemerkt, dass sich so ein Faden, ein dünner Plastikfaden um ihre Beine und um ihre Zehen gewickelt hatte. Und ich war gerade beim Kochen, Abendessen machen und wollte auch nachher irgendwo hin. Ich hatte einen Termin und hatte es eigentlich eilig, aber ich habe sofort alles abgeschaltet und bin losgestartet, um dem Huhn zu helfen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben den Faden Stück für Stück von den Zehen abgeschnitten. Der hat schon begonnen, sich ganz tief einzuschneiden. Zum Glück ist sie ohne größere Verletzungen geblieben. Aber wenn sowas unentdeckt bleibt, dann kann das natürlich auch schwere Folgen haben. Darum ist es auch wichtig, dass man den Hühnern nicht bloß Futter hinstellt, mal ausmistet und die Eier einsammelt, sondern Hühnerhaltung bedeutet auch, dass man sehr gut auf die Hühner schauen muss. Geil. Bei unserer jungen gesperberten Henne ging das leider nicht so einfach. Sie war furchtbar mager ganz plötzlich, sie hat so komische Bewegungen gemacht. Wir haben das natürlich alles sofort gecheckt. Das Erste, woran man denkt, sind Parasiten, aber wir konnten keine Federlinge oder Läuse oder Milben entdecken. Wir haben sie isoliert. Das ist auch immer etwas, was man gleich macht, ein krankes Huhn von den anderen trennen und gut beobachten. Und da ging es einfach nicht gut und innerhalb von kurzer Zeit, konnte sie dann auch nicht mehr laufen. Hat sich viel hingelegt, sie hatte die Augen geschlossen und irgendwann konnte sie dann gar nicht mehr aufstehen. Und das hat uns dann schon sehr leid getan, das Tier so leiden zu sehen. Und ja,
Wir haben uns informiert, wir konnten dann irgendwann Kokzidiose, es gibt ja mehrere Hühnerkrankheiten, gegen die Küken, die man beim Händler kauft, auch geimpft sein sollten. Es gibt ja mehrere Krankheiten, die sie bekommen können, die für junge Hühner oder geschwächte Tiere auch tödlich sein können. Kokzidiose konnten wir ausschließen und irgendwann kam dann die Bestätigung, es ist die Marek'sche Krankheit. Die hat ganz unterschiedliche Symptome, deswegen wussten wir auch am Anfang nicht, womit wir es zu tun hatten. Und ja, vor allem sind Lähmungen die Folge und die Inkubationszeit ist sehr lange. Deswegen denken wir, dass die das schon hatte, als sie zu uns gekommen ist, und die Krankheit ist dann erst ausgebrochen. Ja, wir konnten dem Tier jetzt zuschauen, es würde auf alle Fälle sterben, oder wir könnten das Leiden einfach verkürzen, indem wir, ihr wisst schon, das haben wir dann halt auch gemacht. Wir hoffen natürlich, dass es den anderen Hühnern nicht genauso geht, noch sind sie gesund, also jetzt ist einige Zeit vorbeigegangen. Noch zeigen die anderen keine Anzeichen einer Erkrankung und wie gesagt, sie sollten eigentlich gegen diese Krankheit schon als Küken geimpft worden sein. Und jetzt hoffen wir mal das Beste. Ja. Aber ihr wollt natürlich jetzt wissen, wie die neuen Hühner heißen. Und jetzt kommen die Namen und auch, woher wir sie haben. Kunigunde will gestreichelt werden. Oh, gerne, gerne, gerne. So, also jetzt zu den Namen. Die eine Braune hat ja schon selbst verkündet, wie sie gern heißen möchte, nämlich Agathe. Jetzt haben wir noch ihre braune Schwester hier, die hier. Und wir nennen sie Bonnie, nach einem Vorschlag von Kanal Radieschen, Balkon und Küche. Danke für diesen tollen Namen. Die weiße, warte mal, Spickzettel, die schwarze. Die kleine schwarze, die jetzt da drüben geht und die sich von mir nicht hochheben lässt, das mag sie gar nicht, die soll Miss Marple heißen, denn sie besitzt vielleicht nicht die ganze Klugheit einer Miss Marple, aber auf alle Fälle die Neugierde und auch die Courage. Die ist schon eigentlich sehr mutig. Sie läuft mit den Großen mit und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Also im Starrwettbewerb ist sie schon ganz gut. Miss Marple. Und der Vorschlag kam von Kanal Wanderverliebt und ich danke euch ganz herzlich, Froni und Micha, für diese tolle Idee. Und zuletzt die weiße Sussex-Henne, die wollen wir Schneewittchen nennen, nach einem Vorschlag von Erika Selbstmacht. Sie hat das zwar für die schwarze Henne vorgeschlagen, aber wir finden, diese weiße Henne verbindet die Farben so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz, also Schneewittchen. Auch wenn meine kleine Tochter sie gelegentlich auch Schneeglöckchen wird nennen. Das wollte sie unbedingt, aber Schneewittchen. Danke Erika Selbstmacht für diesen tollen Vorschlag. Allen anderen möchte ich jetzt auch noch danken fürs Mitmachen, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und für viele gute Ideen. Ihr seid eine tolle Community. Schön, dass es euch gibt. Ich danke euch und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Im nächsten Video geht es wieder vom Garten in die Küche. Da kommt ein Kochvideo. Und ich hoffe, das wird euch auch gefallen. Jetzt muss ich euch noch bitten, wie immer, benutzt die Kommentarfunktion, lasst den Daumen hoch gehen. Empfehlt meinen Kanal weiter, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss und bis bald.